Ja, ich hätte auf gar keinen Fall einen irgendwo in der Ecke bei der Mauer versteckt, damit er da guckt, aber hey. Shh. Did you hear that? Ich würde es noch ein bisschen lauter sagen. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Einen wunderschönen guten Tag, Sherlock. Der war aber schnell. Sherlock 91, mein Name. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. Nimm den Stiefel und guck, ob das der gleiche Abdruck ist wie, ne? In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ja, ich hätte auch nicht den Stiefel genommen, um zu gucken, ob das, ne? Gut, jetzt haben wir den, ach ja, jetzt muss ich Scotland Yard auswählen. Na. Grüße, Gemüse. Na, wo ist der Verdächtige? Grüße. Locked. Ja, Mensch. Grüße. Wo ist mein Lieblingsverbrecher? Mann, der Lestrade hat sich da aber... Okay, jetzt gucken wir uns die Person erstmal an. Das obere ist wahrscheinlich Schiebermütze. Ach, schäbige Mütze. Okay, der ist nicht sonderlich reich. Kurze Ärmel, das heißt, Bruder. Ja, das ist, also will ich jetzt nicht als Hornhaut bezeichnen, ehrlich gesagt. Aber gut. Narben, ja gut, das hätte ich jetzt auch eher gesagt. Was war das? Dünner Hals. Das ist Bodyshaming. Ich glaube, es geht um den Stoff der Jacke. Teurer Stoff stand da, glaube ich. Ja. Okay, das heißt, er hat eine teure Jacke an, aber eine schäbige Mütze. Interessant. Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Das sagen sie alle, du Does Bumich. this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I Jetzt bin will ich find out interessiert. eventually, Mr. Nelligan. Erzähl, Kleiner. Well, Los. I will see you raus mit soon, der young man. Sprache. Please, let me go. I'm innocent. Ich glaube wirklich, dass er unschuldig ist. Das wird so einfach. Schnell gehandelt. Hatte zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen. Hatte kurze Zeit, keine Zeit dazu, den Mörder. Fehlende Blechkiste, Nelligans Notizbuch und die Einbruchversuche gehören ja schon mal zusammen.
Okay. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person diesen Einbruch unternommen hat, auch der Mörder ist. Ja gut, könnte, hätte, wäre, könnte, ne? Aber ja, das gehört schon mal zusammen. Der Mörder war schnell. Das hatten wir übrigens vorhin noch nicht. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte, untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie einen Menschen an eine Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ja, ja, Watson freut sich sicher, Bruder. Ach, warte mal. Ich krieg dann keinen Hinweis, hier steht aber noch Hinweise. Interessant. Kein Gärtner und der raucht nicht. Er passt nicht zusammen, verdammt. Ja gut, dann kann ich dir nochmal was fragen? Nee. Ja, okay, nice, ne? Tschüss. Ich muss da mal mit Watson Dinge durch die Gegend werfen. Wie mache ich das denn? Nee. Nee. Da. Dr. Watson wird Ihnen allzu gern bei der Vorbereitung zu einem Harpunenexperiment helfen. I doubt it. Ja, Watson, Bruder, also ich schmeiß jetzt einfach eine Harpune in den Bauch und wir gucken mal, ob ich dich dann an die Wand tackern kann. Okay, das heißt... Prime Ballerine. Da ist doch Watson. Und Hundi. Brave Toby. The best nose in the British Empire. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Affe. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? Ach, darum geht's. No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher That's what friend friends in are for. Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, Watson, lass die doch mal von mir hier, ne? Okay, ich muss jetzt... Ach, das ist ja scheiße. Jetzt muss ich die Harpunen holen und dann... Das streckt sich jetzt aber auch ein bisschen, ey. Das ist jetzt nicht das intelligenteste Game Design. Da bin ich ehrlich. Grüße, Gemüse, ich bin wieder da. Diesmal rennen wir ein bisschen schneller. Tap, 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 tap. Die sitzt da immer noch. Harpune. That should do it. Now I am ready for the experiment. Tap, 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 tap. Vielleicht hat hier was Neues. Grüße, Gemüse. Nein, hat sie nicht. Dann ab zur Whitechapel Metzgerei. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. Oh, gut, ne? A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous.
I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ja, Watson. Okay. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ich möchte mal anmerken, dass ich das Ding genau in das Ding reingenagelt habe. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. All diese Kadaver Of course. ein. Ah, oder haben wir einen zweiten genommen? Ha. Okay. Nötige Kraft und aufgespießt an der Wand. Es bedarf einer viel zu großen Kraft, dass das eine Durchschnittsperson... Ja, das ist Kraft. Glück ist... Nee. Also entweder Kraft oder... Ich gehe so weit und sag, dass... haben wir hier noch was wir mitnehmen können? Dass das vielleicht erst nachträglich passiert ist. Also, dass das gar nicht die Todesursache war. War das so? Harpune, Beweise, Stiefel, Jacke... Oh, Jacke des Vaters. Ich sag immer noch der Geliebte der Frau Außengärtner. Ja, nee, der ist... Also, der kann es dann auch nicht gewesen sein, weil der ist viel zu schmächtig. Das ist Quatsch. Also es war davor schon Quatsch. Das war mehr so ein okay, Aber jetzt ist dann die Frage, woher wusste er, dass der andere tot ist? Grüße, Gemüse. Man kennt sich. Hallo. Na, Ehre. Grüße. Hallo. What am I doing here? I've done nothing wrong. Okay, das ist jetzt wiederum interessant. Muss ich jetzt wieder zwei Sachen verknüpfen, die ich noch nicht verknüpft habe, oder? Notizbuch holen. Okay, das Notizbuch hat noch einen Code, das er uns nicht sagen wollte. Ich verstehe immer noch nicht, warum Einbruchversuch und fehlende Kiste. Wo ist denn Lestrade? Vielleicht können wir mit dem quatschen. Gemüse. Ach, guck mal. These are the suspect's belongings. Okay. And partner, 1883. From Dawson to my friends and From partners. R. Dawson. To my friend. To my friend, Dawson. And I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Dawson to my friend and partners. Okay. A handkerchief with the initials JHN. Na, das sind A seine. pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Okay, hier brauchen wir jetzt einen neuen Gegenstand. Interessant. So. Schauen wir mal an, was wir jetzt... Wir haben jetzt hier einen Ring mit einer Gravur. Fragen und im Archiv. Ich hab ein scheiß Archiv, Bruder. Wo ist denn mein Archiv? Ach, bei sich zu Hause. Okay, dann gucken wir das aber erst im Archiv nach.
Dann gehen wir erst ins Archiv, gucken, was das zu bedeuten hat. Dann gehen wir hier hin, um zu gucken, ob der uns verarscht. Ganze Detective-Spiel, ey. Kannst du ja nicht ausdenken. Okay. This is where I Briefe. keep my post. Ja, sehr gut. Ring mit Gravur. Dawson und Nelligan pleite. Der Dawson Nelligan Investmentfonds einer regionalen Bankbezirke hatte nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet, wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23 größte Bank in England und der Konkurs der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens für viele Familien in Cornwall eine tragische. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, seitdem bekannt werden Neuigkeiten später verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitet. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ah. Sein Vater war vielleicht der Geschäftspartner von diesem Dawson. Oh Gott. My analysis table. It is useful for my work. Okay. Ja, bisher ist das ja eigentlich sehr linear. Bis auf das mit den Schlüssen am Anfang, als sie das eingeführt haben mit den Herleitungen, lief es ja eigentlich bisher ganz ordentlich. Manchmal ist es noch ein bisschen wenig Hilfestellung. Also gerade im Polizeirevier wusste ich halt legit nicht, dass wir seine Sachen erfinden können. Ich bin einfach nur vorbeigerannt und hab's dann halt gesehen. Also da hätte ich halt sonst nicht drauf geachtet. Das heißt, ich muss jetzt jede Tür angucken. Okay, wohin geht das denn? Wahrscheinlich ins Leichenschauhaus. Ja. Okay, können wir hier irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ist aber wahrscheinlich für spätere Fälle wichtig. Hallo, Grüße Gemüse, Sie kennen das ja. Ja, ich frage ihn erst nach dem Gold. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Das macht... Ja, der macht keinen Sinn. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Nein, und jetzt kommt wieder... Jetzt können wir das mit der Jacke ansprechen. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ja, siehst du mal. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time.
He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Und jetzt werden die Logbücher Thank you wichtiger. for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress.